Ich war 19 Jahre alt, als ich den Film Fight Club zum ersten Mal sah. Es war das Jahr 2000 und meine einzige echte Verpflichtung war es, pünktlich in der Ausbildung zu erscheinen. Und der Rest war die absolute Freiheit. Erinnert ihr euch an dieses Gefühl? Du wohnst doch im Hotel Mama und die Wäsche erscheint wie von Zauberhand in gewaschenem Schrank? Der Kühlschrank ist immer voll und die einzige Sorge ist es, ob das Geld am Wochenende für den Club reicht. Wir sind stundenlang in der Gegend umhergefahren, mit offenen Fenstern und der Musik voll aufgedreht. Wir waren Single und ungebunden. Wir waren die Könige der Straße. Im Film Fight Club sah ich Edward Norton in seinem Apartment stehen, wie er sein Leben mit Ikea-Möbeln definierte und jeden Tag im gleichen Hamsterrad lief. Und ich dachte mir mit meiner 19-jährigen Arroganz, so werde ich niemals. In so einem Hamsterrad lande ich nicht. Ich bleibe frei. Fast ein Vierteljahrhundert später begegnete mir heute bei einer Fahrradtour ein Junge mit einem Fight Club T-Shirt. Und plötzlich hat es Klick gemacht und ich realisierte, dass das Leben nicht mit der Faust zuschlägt, sondern mit monatlichen Ratenzahlungen. Zuerst ist es nur ein Handyvertrag, dann die erste eigene Wohnung. Und du brauchst natürlich auch Möbel. Du willst es ja schön haben. Also kaufst du den Lifestyle, den man dir vorgibt. Dann der erste Kredit für ein besseres Auto, weil das alte nicht mehr zum Status passt. Und plötzlich hast du Stromkosten, Versicherungen und Miete. Du arbeitest nicht mehr, weil du willst, sondern weil du musst. Jahre später dann die Weiterbildung für einen besseren Job, weil das Geld ständig knapp ist. Und damit hast du wieder mehr Verantwortung und mehr Stress. Dann die Familiengründung, Frau, Kinder und Haustiere. Und natürlich noch mehr Verantwortung. Versteht mich nicht falsch, das ist alles wunderbar. Und ich glaube, es würde keinen geben, der seine Familie aufgeben würde. Aber unbemerkt hat sich ein Netz aus Verpflichtungen um dich gelegt. Du bist nicht mehr der König der Straße, der mit offenen Fenstern und lauter Musik durch die Gegend fährt. Du bist jetzt der Typ, der im Auto im Stau steht und hofft, dass die Kinder nicht gleich anfangen zu schreien. Und schwupps bist du dort, wo Brad Pitt Edward Norton fand. In einer Welt aus Watte, Terminkalendern und der Angst, alles zu verlieren, was du dir mühsam erkauft hast. Wir sind die Statisten in dem Film geworden, den wir damals so cool fanden. Brad Pitt sagte damals, Dinge, die du besitzt, besitzen dich am Ende. Und heute ist die Antwort subtiler. Es sind nicht nur die Dinge, sondern auch der Komfort. Wir sitzen in ergonomischen Stühlen, weil uns der Rücken sonst wehtut. Wir fahren mit dem Auto, auch wenn man laufen könnte. Wir haben Topper auf unseren weichen Matratzen, um noch bequemer zu schlafen. Wir haben 3 cm dicke Schuhsohlen, damit unsere Füße bloß nicht den Boden spüren müssen. Wir haben Smartwatches, welche unseren Herzschlag und unsere Schritte überwachen, damit wir bloß nicht ins Schwitzen kommen, aber trotzdem jeden gelaufenen Meter feiern können. Wir haben unsere Freiheit gegen Bequemlichkeit getauscht. Kennst du diesen Zustand, wenn die Tage einfach ineinander fließen? Du funktionierst und du bist ein verlässlicher Mitarbeiter, wie ein Rädchen im System. Aber unter der Oberfläche fühlst du dich wie unter einer Glocke aus Watte. Wir haben den Hunger durch Fastfood ersetzt, das Abenteuer durch Netflix und die echte körperliche Erschöpfung durch chronisch bleiernen Stress. Der Durchschnittserwachsene ist heute krank, übergewichtig und vor allem entfremdet von seinem eigenen Körper. Wir sind The Walking Dead, nur in Funktionskleidung. Wir haben den Schmerz vermieden und dabei die Fähigkeit verloren, uns wirklich lebendig zu fühlen. Schau dich mal um. Wann hast du das letzte Mal dein Herz gespürt? So richtig. Nicht vor Angst und auch nicht vor einer Deadline, sondern vor purer Anstrengung. Wann hast du das letzte Mal die Kälte auf deiner Haut gespürt, ohne sofort die Heizung aufzudrehen? Wir sind zu einer Spezies geworden, die Unbehagen um jeden Preis vermeidet. Aber hier ist das Geheimnis. Wenn du den Schmerz vermeidest, vermeidest du auch die Ekstase.
Wer die Kälte nicht zulässt, wird nie erfahren, wie unglaublich sich wahre Wärme anfühlt. Mit Anfang 40 habe ich diesen Kreislauf durchbrochen. Nicht durch einen Boxclub in einem Keller, sondern auf 2 Rädern. Wenn ich morgens bei 2 Grad Außentemperatur aufs Rad steige, schreit mein ganzer Körper nach dem warmen Auto. Aber in dem Moment, wenn ich losfahre, bricht die Watteglocke auf. Jeder Hügel, der meine Beine und Lunge zum Brennen bringt, jeder Gegenwind, welcher mich zurückschiebt auf die Couch, der peitschende Regen, welcher mir die Sicht nimmt, oder die Eiseskälte im Winter, die mich erzittern lässt, das ist mein persönlicher Fight Club. The carpet ripples underneath my feet. The sidewalks turning into heavy heat. And everything is bending out of frame. I'm losing count. I'm forgetting my own name. The sky is sinking heavy in the room. Im Film suchen die Männer die Schlägerei, um überhaupt wieder etwas zu spüren, um die Taubheit, die sie umgibt, abzuschütteln. Aber für mich ist das Fahrrad das Werkzeug dieser Rebellion. Es ist die bewusste Entscheidung gegen die Bequemlichkeit. In einer Welt, die Bequemlichkeit als höchstes Ziel feiert, ist ein leistungsfähiger Körper ein Akt des Widerstandes. Wenn die Lunge brennt und der Schweiß läuft, gibt es keine E-Mails, keine Rechnungen und keine Sorgen. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Das ist die Freiheit, von der Brad Pitt im Film sprach. Die Freiheit und die Kontrolle über das eigene Erleben zurückzugewinnen. Ich bin kein Sklave meiner Trägheit mehr. Ich habe gelernt, dass ich mehr bin als meine Routinen. Du musst dir nicht den Kiefer brechen lassen, um aufzuwachen. Aber du musst anfangen, die Bequemlichkeit zu hinterfragen, die dich langsam umbringt. Such dir deinen eigenen Weg aus dem Hamsterrad. Geh raus, spür das Wetter, spür deine Muskeln. Denn wie Brad Pitt sagte, wie viel kannst du über dich selbst wissen, wenn du noch nie gekämpft hast? Was ist dein Weg, um wieder lebendig zu werden? Schreib's mir unten in die Kommentare. Und wir sehen uns vielleicht irgendwann mal auf dem Fahrradweg. Ciao, euer Manuel.